Splines sind eine ganz coole Sache. Sie verstärken nicht nur solche Gärungsverbindungen wunderbar, sie werten sie auch optisch sehr auf, wie ich finde. Für solche kleinen Geschichten wie diese Kiste hier habe ich jeweils dieses kleine Jig verwendet. Das sind im Endeffekt einfach zwei Bretter, die im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, wo man die Kiste einlegen kann und das Ganze über die Tischkreissäge führen kann. Was aber, wenn man mal was Größeres haben will mit Splines, wie zum Beispiel diese große Kiste hier, da funktioniert das mit dem kleinen Jig nicht mehr wirklich gut. Darum bauen wir uns in diesem Video eine etwas größere Vorrichtung mit einem kleinen Extra. Nach dem Intro geht's los. Hey, da sind wir heute schon ziemlich weit gekommen. Das eigentliche Jig ist bereits fast fertig. Was noch fehlt, sind sicher diese Führungsleisten für die Nuten an der Tischkreissäge. Was ich außerdem noch machen möchte, ich habe ja hier diese T-Nut-Schiene eingelassen. Da möchte ich mir noch zwei solche Klemmbacken bauen mit Sterngriffen, damit man die Werkstücke auch wirklich schön einspannen kann. Aber das machen wir dann morgen. Bis dann! So, als nächstes müssen wir uns noch zwei Sterngriffe machen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber irgendwie kriegen wir das hin. Dafür nehme ich jetzt nicht Multiplex. Ich habe hier noch solche Abschnitte von irgendeiner Eiche-Leimholzplatte und damit wird das wunderbar funktionieren. Los geht's! Ja, ich glaube, so richtig den Schönheitspreis gewinnen die Dinger nicht. Habt ihr auch schon mal schöner hingekriegt, aber für unser Jig sollte das eigentlich ausreichen.
Zum Schluss machen wir noch diese Klemmbacken, von denen ich gesprochen habe, und die Führungsschienen für die Nuten der Tischkreissäge müssen wir auch noch machen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Los geht's! Und damit wäre unser Spline-Jig fertig. Die Führungsleisten für die Nuten der Tischkreissäge habe ich jetzt aus Esche gemacht. Wie gesagt, habe ich hier diese Klemmbacken gemacht, die sich mit den Sterngriffen festschrauben lassen. Und jetzt probieren wir doch das gleich mal an unserem großen Klopper hier aus, wie das Ganze funktioniert. Eigentlich ist die große Kiste jetzt nicht gerade das Paradebeispiel, was man mit diesem Spline-Jig machen kann. Die Kiste ist natürlich zu groß, dass ich die zwischen diese beiden Klemmbacken einspannen kann. Darum werde ich diese jetzt einfach mal entfernen. Und hier habe ich die Abmessung, die ich haben möchte, schon eingestellt. Das lassen wir so. Jetzt kommt die Kiste rein. Respektive wir schauen noch, wie hoch wir das Sägeblatt einstellen. Dazu lege ich die Kiste einfach neben das Sägeblatt, das hier hervorschaut, und stelle das Sägeblatt entsprechend ein. Gut, dann legen wir das Teil rein und sägen mal durch. Ja, und das war's auch schon wieder. Wenn euch das Projekt und das Video gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir was Nettes in die Kommentare schreibt und einen Daumen da lasst. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.